Die Pillars, findest du die gut? Leadership, Generosity, Expertise, wo ordnest du dich selbst ein? Was sind deine Stärken? Aber das ist die Frage, die mir das Programm ja seit Jahr und Tag immer wieder stellt. Und man sich da regelmäßig mit beschäftigen muss. Du ja jetzt nicht mehr, aber ich nun schon. Wobei wir wissen ja gar nicht, wie es weitergeht. Vielleicht musst du auch jedes Jahr nochmal einen Bericht abgeben. Ich hoffe nicht, weil also bisher war es ja so, man hat dann einmal im Jahr seine Contribution zusammengeschrieben und okay, wenn man nominiert war oder fürs Renewal. Ja. Mittlerweile ist es halt schon eher so Salesforce-y, das heißt, man soll die ganzen Aktivitäten loggen. Du warst jetzt in Albanien, also machst du einen Eintrag und sagen, aber auf Albanien gesprochen bist, warst in Sevilla in Spanien, glaube ich, dieses Jahr, wieder einen Eintrag anlegen und da, glaube ich, wird sich auch schnell zeigen, wie sich das verändert, weil ich glaube, die Einträge in kleineren Märkten sind einfach weniger als zum Beispiel in den Staaten, wo auch einfach ganz viele Events sind, ganz viele User Groups sind, wo du, wenn du einmal durch die Welt reist, einfach ganze Liste an Contributions mitnehmen kannst. Ja, über die Pillars, also ich glaube grundsätzlich ist die Idee eine sehr gute, diese Pfeiler aufzumachen. Das kommt nicht von ungefähr, das macht ja ein rundes Bild. Expertise, glaube ich, würde ich mich schon auf einer deutlich fortgeschrittenen Ecke sehen, weil ich mich halt für alles in Salesforce versuche zu interessieren, auf einem Level, dass ich verstanden habe, wie es funktioniert. Das wird zunehmend schwerer, finde ich, je mehr von diesen Off-Plattform-Produkten dazukommen, je mehr Technologie und Konzept von dem, was ich mal ursprünglich als Salesforce kennengelernt habe, abweicht. Aber ich sehe mich immer noch so, dass ich einen großen, ganzen guten Überblick habe. Generosity, ich glaube schon, dass ich da relativ großzügig mit allem umgehe und auch mein Wissen sehr offen teile. Das liegt primär daran, dass ich typischerweise so Sachen wie Fernsehen nichts abgewinnen kann, weil mich das unglaublich langweilt und irgendwie so Challenges und also das ist so eine andere Art von Fernsehen. Das ist so eine Art von Unterhaltungsprogramm im Feierabend, das mit mir spricht und mir irgendwie so eine Art, das ist wie so ein Rätselheft, was zu mir kommt. Sprichst du jetzt über Trailhead oder Social Networks? Ja, oder? Also Trailhead natürlich auch, aber halt eben auch irgendwie, weißt du, die Fragen, wie du sie stellst zu CPQ, wenn ich die mitlese und wahrnehme, dann denke ich natürlich drüber nach. Und das ist so eine Art von Unterhaltung, wo ich meinen Sensor reinhalten kann und denken kann, da denke ich mal ein bisschen mit und heute bin ich müde, heute setze ich mich aufs Sofa und so. Und dann machen wir ja noch genug Kram, der irgendwie dann auch wieder in die Öffentlichkeit zurückgeht und dann wieder challenging ist. Leadership verstehe ich nicht so 100%, also das ist so ein Konzept, was so nicht 100% zu mir kommt. Was genau damit gemeint ist, ich versuche tatsächlich einfach rauszugehen und zu sagen, okay, ich kann das nicht 100%, ich gucke mir das aber an und versuche das irgendwie zu strukturieren und zu erklären, wie es geht, mit allen Stärken und Schwächen. Das erfüllt in gewisser Hinsicht das so die klassischen Leadership-Kriterien schon, dass man so ein bisschen mutig vorweggeht und auf der anderen Seite andere einlädt, mitzugehen und das weiterzubringen und gleichzeitig auch gelegentlich halt eben Grenzen thematisiert und sagt, okay, so rum kommen wir nicht weiter, wenn wir jetzt so weitermachen. Wahrscheinlich erfülle ich das, da kann ich mir aber ganz schlecht scoren und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich am größten Schwierigkeiten habe, immer so den Schieberegler hin und her zu ziehen und zu sagen, ich bin jetzt hier da. Ich ziehe mich dann, wir kennen ja alle die Metriken. Das ist Net Promoter Score. Natürlich darfst du den Regler nicht unter 8 ziehen, wenn du dich nicht selbst als unfähig darstellen willst. Aber den ziehe ich auf keinen Fall auf die 10 an der Stelle. Das ist interessant. Wasserschieberegler, vielleicht habe ich das schon gar nicht mehr mitbekommen, weil die letzte Renewal-Phase ist ja mir vorbeigekommen. Sterne oder was, keine Ahnung. Für mich ist Expertise, da versteckt sich einfach Passion for the Platform, Passion for the Produkt, also Leidenschaft oder ohne das jetzt despektierlich zu meinen, einfach dieser Nerd-Faktor in mir, der einfach sagt, so, das möchte ich jetzt auch noch wissen oder wie genau geht das jetzt. Und das ist bei Expertise dahinter und natürlich glaube ich, zumindest was Expertise anbelangt, ich lese ja die Release Notes tatsächlich sehr aufmerksam und das schon seit Jahren. Da baut sich was auf, definitiv.
Spannenderweise sehe ich das mit Leadership genauso wie du, sogar noch radikaler, insofern, als dass ich die letzten 2, 3 Renewals mich geweigert habe, in puncto Leadership irgendwas für mich aufzunehmen, weil ich da sehr deutsch bin ein bisschen und sage, also das Konzept des Leaders, des Führers, ist für mich ein befremdliches Konzept. Daran subsumiere ich mich nicht. Wenn andere mich irgendwie so wahrnehmen, dann ist das ihre Sache. Ich möchte mit dem Thema Leadership und ein Leader sein so nichts zu tun haben. Und ich habe es trotzdem geschafft. Also weißt du, ich bin renewed worden, obwohl ich klar gesagt habe, also Leadership, einer der 3 Pillars, ist jetzt nichts, worüber ich groß reden möchte. Generosity und Expertise hingegen, glaube ich, sind am Ende akademische Geschichten. Also ich komme habe Philosophie und Literatur studiert. Und in der Akademie oder an der Universität ist das Teilen von Wissen, das Weitergeben von Wissen das A und O. Ja, wenn man jetzt nicht im kompetitiven Bereich unterwegs ist, wo es um Forschungsgelder geht, sondern einfach gemeinschaftlich arbeitet. Und ich habe nie verstanden, wieso, und auch Salesforce macht es nicht. Also Salesforce hat ja alles öffentlich. Du musst ja kein Salesforce-Kunde sein, um Salesforce zu lernen. Du kannst die Dokumentation lesen, du kannst Trailer lesen. Das ist alles offen. Ja. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass auch Partner nicht irgendwie aus ihren Sachen Geheimnisse machen, sondern Blogs schreiben, dieses Wissen einfach teilen. Weil wir alle was davon haben und davon auch alle ein besseres Leben haben oder Fehler in Salesforce vermeiden können oder. Und ich finde das schlimm, wenn da Leute ihr Wissen horten und dann, oder auch stellt euch mal vor, bei uns in der Firma gäbe es keinen Wissensaustausch und du wärst einer, der all sein Wissen hortet. Und dann muss man bei dir Schlange stehen, um dann mal eine Anfrage beantwortet zu bekommen. Und das ist so ein Impuls zu sagen, ich beschäftige mich damit und ich mache es auch irgendwie öffentlich. Und ich glaube, das ist auch das, was der Differenziator ist, dass wir sagen, wir beschäftigen uns nicht nur damit, sondern wir schaffen es auch, das dann so irgendwie zu verpacken, sei es in einem Blogartikel oder in Slides für einen Vortrag, dass andere auch was davon haben. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Motivator für mich. Das ist spaßig, weil ich glaube, du bist so dieser Prototyp von Servant Leader, der anderen sich zur Verfügung stellt. Vielen Dank. Danke, dass du sagst, tolles Kompliment. Ich hatte das schon vergessen. Wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, dass du dich weigerst, diese Frage zu beantworten. Richtig. Und ich bin auch, um es an der Stelle zu sagen, Servant Leadership ist tatsächlich da, wo ich mich komplett wohlfühle, wo ich sage, mein Job ist es, wenn ich sage, ich bin in der Führungsrolle, nicht irgendwie zu führen, sondern Leute zu enablen, dass sie selber führen und Entscheidungen treffen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Sind wir durch mit den Fragen oder hast du noch welche? Spannend wäre vielleicht nochmal zu überlegen, was du jetzt gerade so im Ruhestand so machst an Aktivitäten. Ja, das ist, glaube ich, eine ganze Menge, die man erzählen kann. Ich weiß einige davon und einige sind vielleicht auch spannend. Es ist ja nicht so ein Ruhestand oder nicht Ruhestand. Ich habe jetzt letztes Jahr für mich ein bisschen entschieden. Ich habe gemerkt, dass das Reisen, ich war einmal im Monat, 6 Monate, einmal im Monat unterwegs und habe gemerkt, das ist zu viel für mich geworden. Habe das jetzt dieses Jahr runtergefahren. Aber es ist immer noch so, dass es ist einfach eigentlich ein Reflex. Also man muss ja wissen, Daniel und ich sprechen sehr gerne auf Community-Events und Community-Events sind stark gewachsen in den letzten Jahren. Man hoppelt da also von einem Event, das eine Mini-Dreamforce ist, zum nächsten Mini-Dreamforce-Event. Und ich habe den Fehler gemacht oder vielleicht auch die Stärke zu sagen, ich gehe auf kein Event und nehme denselben Vortrag mit. Ja. Das heißt, ich habe immer ein neues Thema in der Tasche. Das heißt, ich habe immer davor die Arbeit, das Thema zu beackern, kennenzulernen, in Slides zu gießen, den Vortrag dann auch zu halten. Und das ist für mich halt auch es ist nicht nur Generosity und das Rausgeben, sondern es ist auch einfach eine Art und Weise, wie ich dafür sorge, dass ich selbst lerne. Und das ist, glaube ich, so ein Selbstläufer dann an der Stelle. Also immer noch mache ich Vorträge oder werde eingeladen, Apex Hours zum Beispiel, zu sagen, hey, könnt ihr mal wieder eine Stunde machen zum Beispiel. Also Vorträge sind ganz, ganz vorne mit dabei. Regelmäßig mache ich immer noch meinen Blogartikel, das sind halt alle 4 Monate ein Blogartikel, aber der ist halt auch Tage Arbeit, weil man sich halt durch die Release Notes kämpfen muss. Ich bin natürlich täglich aktiv im Prinzip auf Twitter oder wann auch immer mich jemand anschreibt und eine Frage stellt. Daraus ergeben sich dann manchmal Mentorships, also dass jemand vorbeikommt und sagt, hast du nicht Zeit, mich ein bisschen zu begleiten? Und das mache ich natürlich auch sehr, sehr, sehr gerne. Viel ist nicht so offiziell, also beispielsweise, dass ich Reviewer bin für Certifications.
Auch das eher eine intensivere Arbeit, weil man halt diese Fragen verstehen, beantworten, die Referenzen prüfen muss. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass die Fragen in den Certifications gut sind, super verständlich sind und halt auch keinen Quatsch erzählen oder abfragen. Absolut. Und da bin ich halt happy, dass ich da reingerutscht bin, weil ich glaube, da kann ich wirklich viele Leute erreichen, egal ob sie meinen Namen sehen oder nicht. Ja. Aber dass sie halt Apex in diesen Fragen lesen, das korrekt ist, dass keine Fragen offen lässt, dass auch vielleicht die eine oder andere Best Practice durchscheiden lässt. Was ist denn da noch? Es gibt immer wieder Gruppen zum Thema, lass doch mal mit dem Produktmanager reden und der stellt mal was vor, was vielleicht noch nicht offiziell ist oder auf der Roadmap ist. Da haben wir viele Optionen. Jetzt bekommen wir gerade als MVPs direkten Zugriff auf manche Teile der Leadership. Das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das Programm entwickelt sich weiter und seit langer Zeit versuchen wir MVPs zu pushen und zu sagen, lasst uns doch mal auch mit den wichtigen Leuten reden. Ja. Und jetzt ist irgendwie so, die wichtigen Leute sind in diesen Slack-Channel gekommen und laden andere wichtige Leute ein. Die sagen nicht, boah, ist das cool mit diesen MVPs und wir kriegen richtig gutes Feedback. Ja. Und plötzlich ist Sarah Joyce Franklin mit drin und du hast halt wirklich die Creme de la Creme, jetzt nicht Benioff, okay, aber du kannst halt wirklich da Meinung verteilen und mein Eindruck ist auch, wird gehört. Und dann bleibt für mich natürlich noch Community-Events übrig. Also die Münchner Gruppe aufrechtzuerhalten und auch das ist auch eine Familie, genauso wie die MVP-Familie ist, weil halt da auch dieselben Leute seit vielen Jahren uns treu sind und kommen und eine gute Stimmung mitbringen. Ja. Und immer gibt's was zu lernen. Ja. Das finde ich schon ziemlich cool mit diesen Community Groups. Und auch das ist so ein Differentiator von Salesforce, den ich aus anderen Leuten, zum Beispiel SAP, überhaupt nicht kenne. Ja, dass da irgendwie Leute sich in der Freizeit zum Spaß an der Freude hinsetzen und über SAP-Module reden. Kenne ich nicht. Aber es gibt's bei Salesforce. Ja, ich finde das ja an sich schon, die heißen, glaube ich, irgendwie Anwendergruppen oder so. Allein das macht mich irgendwie immer schon so ein bisschen, da fühle ich mich irgendwie nicht angesprochen.